Hallo, heute B2 schreiben, ein Text mit 200 Wörtern, heute das Thema Studienfinanzierung. Ganz wichtig ist die Struktur, und zwar eine Einleitung, einen Mittelteil, einen Schluss. Wir müssen Vorteile und Nachteile nennen und unsere eigene Meinung sagen. Los geht's mit dem Text. Die Einleitung könnte sein: Für die Finanzierung des Studiums gibt es verschiedene Alternativen. Eine Möglichkeit sind Stipendien oder Fonds. Und jetzt sagst du, was die Vorteile und Nachteile sind. Es gibt verschiedene Kriterien, um ein Stipendium zu bekommen, zum Beispiel gute Noten oder die eigene wirtschaftliche Situation. Ein Vorteil ist die finanzielle Sicherheit und dass man sich auf das Studium konzentrieren kann. Aber auch ein Nachteil ist hier: Oft gibt es viele Kandidaten und nur wenige Plätze. Also du musst immer abwägen, was ist gut, was ist nicht so gut. Eine weitere Option ist der Studienkredit. Hier leiht man sich Geld, das man später zurückzahlt. Und dann gehst du weiter mit einerseits, andererseits. Einerseits hat man sofort finanzielle Mittel, aber andererseits hat man nach dem Studium Schulden. Wieder hier ein Vorteil und ein Nachteil. Jetzt geht's weiter zu der nächsten Option. Eine weitere Möglichkeit ist die Arbeit neben dem Studium. Diese Option möchte ich auch genauer beschreiben. Das müssen wir bei B2 auch machen, dass wir einen bestimmten Aspekt herausgreifen und dann nochmal genauer darüber sprechen. Viele Studenten arbeiten in Teilzeitjobs, um ihr Studium zu finanzieren. Dadurch bekommt man praktische Erfahrungen und finanzielle Unabhängigkeit. Hier mal die Vorteile. Aber die Belastung an die Studenten ist auch größer und vielleicht hat man weniger Zeit zum Lernen. Hier wieder die Nachteile. Typische Teilzeitjobs sind in Geschäften und in Restaurants. Es gibt viele Jobangebote, aber es kann schwierig sein, die Arbeit und das Studium zu koordinieren. Das heißt also, du beschreibst ein bisschen genauer, was passiert, wenn Studenten eine Teilzeitarbeit haben. Eine andere Option sind Werkstudentenjobs. Und hier haben wir noch die letzte Option, wo erklärt wird, was das ist. Das sind spezielle Jobs für Studenten, die mit dem Studienfach zusammenpassen. Das kann eine gute Möglichkeit sein, Geld zu verdienen und gleichzeitig praktische Erfahrung zu sammeln. Jetzt gehst du weiter zum Schluss und du kannst das hier so sagen: Meiner Meinung nach sind kurzfristig typische Teilzeitjobs die beste Alternative, aber langfristig könnte man nach spezifischen Jobs suchen, die inhaltlich mit dem eigenen Studium zu tun haben. Du könntest hier noch ein letzten Endes oder schließlich oder am Schluss sagen. Beispielsweise so: Schließlich bin ich der Meinung, dass... Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das war schon der Text zu dem Thema Studienfinanzierung, Vorteile, Nachteile und die eigene Meinung. Ich hoffe, es war interessant, es war nützlich und wir sehen uns bei der nächsten Einheit. Viel Spaß beim Deutschlernen.